Portable Piano Deluxe, das wäre wohl eine passende Bezeichnung für das neue Yamaha P525. Es sieht seinem Vorgänger P515 wirklich extrem ähnlich. Es sieht eigentlich genauso aus, um ehrlich zu sein. Ja. Also zumindest kann ich keinen Unterschied feststellen. So auf die Schnelle. Also dennoch hat es aber sicher einige Detailverbesserungen. Und die schauen wir uns jetzt hier an. Yassin Korchi von der Online-Musikschule Music to Me. Du verrätst uns jetzt, ob diese Neuerungen bei Klängen, bei Tastatur, wie auch immer, ob das zum Tragen kommt, wie sich das anfühlt und ob es zum Klavierunterricht geeignet ist. Ja. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Sounds an. Spiel es mal an, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden. Großartig. Also, das ist ein großartiger Klavierklang. Toller Klang. Also es ist wirklich Yamaha einfach klaviermäßig einfach so schön und so brillant, so strahlend und macht einfach total Spaß zu spielen. Also Ja, großes. also das kommt auch über das Lautsprechersystem hier so rüber. Das hat wirklich Größe. Ja. Und ja, da können wir gleich eine Neuerung bei unseren Tests hier einführen, damit ihr nämlich genau das oder zumindest fast genau das hören könnt, was wir hier hören oder Yassin beim Spielen. Haben wir diesen Kollegen da mit den schärfsten Ohren der Welt aufgestellt. Aber das funktioniert am besten, wenn ihr Kopfhörer tragt, weil diese Kunstkopfaufnahme funktioniert am besten mit Kopfhörern oder eigentlich nur. Es ist eine binaurale Aufnahme. Also bleiben wir bei den Sounds. Ja. Wir haben hier gehört den CFX, nein, Studio Grand haben wir gehört. Genau. So, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir doch mal durch die Sounds. Beginnen wir beim CFX Grand. Der müsste ja noch größer sein jetzt. Ja, auch schöner Klang. Macht einfach Spaß zu spielen. Noch ein bisschen brillanter als der Studio Grand, finde ich. So, ja. Ja. Und also das ist wirklich Yamaha einfach. Das macht einfach riesigen Spaß, diese Klaviersounds auszuprobieren. Ja, es geht mir genauso beim Zuhören. Das klingt wirklich, wirklich schön. Es hat Wärme, das ist brillant und kräftig. Da möchte man gerne auch reinhauen. Ja. So. Und ich würde dich dann gleich fragen, wie fühlt sich das an mit der Tastatur? Weil ich sehe, die hat hier so eine schöne Maserung. Das sieht erstmal schön aus. Genau, hier oben ist ein bisschen eine Beschichtung, ne, auf den schwarzen Tasten. Hier unten weniger oder gar nicht, würde ich jetzt sagen. Trotzdem ist die Tastatur Ja, die ist leicht angeraut, auf jeden Fall. Sehr minimal angenehm. angeraut, aber lässt sich super spielen. Also ist einfach sehr griffig und einfach total gut graduiert. Also so die ganze, einfach so, durchgehend einfach sehr gut, sehr ausgewogen vom Spielgefühl, ja. Und Ja. das passt halt total gut natürlich auch zu diesem Klaviersound. Also so die Abstimmung ist einfach sehr gut. Ja, also wo du gespielt hast, da blitzt auch immer mal so hier an den Seiten auch Holz als Material durch. Das war schon beim Vorgängermodell, da war das die NWX Wood Tastatur. Jetzt das wurde ausgetauscht oder verbessert. Liegt das jetzt vor als Grand Touch S-Tastatur. Was auch immer das bedeutet, ich würde jetzt gern von dir wissen, kannst du dich noch daran erinnern, wie das Spielgefühl vorher war? Ist es jetzt besser oder ist es anders? Ich glaube, die Tastatur war damals auch schon gut, aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt schon noch mal ein bisschen griffiger geworden ist, ein bisschen, man hat ein bisschen mehr Kontrolle und insgesamt finde ich, dass das Zusammenspiel von Sound und Tastatur besser geworden ist. Ja? Also merkt man schon, wie groß die Unterschiede sind, weiß ich natürlich jetzt nicht mehr genau, aber ich würde schon sagen, dass da auf jeden Fall Verbesserung da ist und gefällt mir total gut auf jeden Fall. Okay, ich würde gerne mal die Klassikbeispiele probieren, wie immer. Der Klassiktest. Ich muss mich tatsächlich an diesen Kollegen gewöhnen. Der guckt ein bisschen grimmig, oder? Ist ein bisschen schlecht gelaunt, aber ich denke, wir kriegen Diesem das Ohr hin. entgeht nichts. Ja. Der Klassiktest.
die Diabelli-Variation nehme ich dann immer ganz gern. Ich werde auch sicher kein Klassikexperte mehr werden, aber diese Beispiele nehme ich, um diese Anmutung von Klassik zu haben, um mal zu schauen, wie der Sound kommt. Ich werde auch mal hier mit dem CFX beginnen. Krass. Das finde ich richtig gut. Ja, kommt gut. Dann probiere ich doch gleich mal den anderen, die andere Variation, die ein bisschen getragener gespielt wird. Funktioniert mit dem Sound auch gut. Also ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, ich würde einen anderen Sound spielen wollen, aber der ist sehr im hellen Bereich. Ich versuche mal den Bösendorfer. Wow, es funktioniert tausendmal besser. Gefällt mir jetzt auch viel besser, ja. Vom Der Sound. hat ja viel, viel mehr Ausdruck da drin. Ja. Und man hat nicht das Gefühl, dass der jetzt auf dumpf gestellt ist, oder? Nee, es ist einfach, hat einfach ein bisschen mehr Klangtiefe oder Klanginformation. Ja. Ich weiß nicht, wie man es sagt, aber Ja. irgendwie so, ja. Also super. Schön, ja. Also das kann man wirklich total super ausspielen. Ja. Also ganz pianissimo kann man da spielen. Also solche Sachen super. Krass. Auch wieder ausklingt. Ja, das ist auch krass. Wie findest du die Tastatur? Wie kommst du so damit zurecht? Also ich komme damit gut zurecht, also auf Anhieb. Ich habe mich jetzt nicht großartig eingespielt darauf. Und es funktioniert gleich. Also Ja. es ist eigentlich ein gutes Zeichen, glaube ich. Und ich habe also dieses Gefühl, dass das sehr direkt ist auch. Also der Tastenweg ist gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich das Pianissimo gut ansteuern kann. Da ist auch da ist auch ein Druckpunkt drin. Also von hier, Der ist genau, gut kann man definiert, ganz ja, exakt, ja, ja. kann man den ansteuern und von dort den Ton auslösen. Perfekt. Cool. Also damit bin ich schon mal glücklich. Ja. Jetzt kannst du weitermachen. Also schauen wir uns noch die restlichen Sounds an. Da sind ja noch jede Menge Sounds, um genau zu sein. 44 Sounds oder 480 XG-Voices. Die sind aber eher zum Wiedergeben von MIDI-Files gedacht. Ja. Oder wenn man jetzt mit der DAW arbeiten möchte und möchte arrangieren oder so, hat man ein ganzes Soundset, mit dem man dann loslegen kann. Also da nutzen wir gleich hier auch wieder, wie gehabt, die Smart Pianist App. Die ist über USB verbunden mit dem Instrument. Dann sind die Bedienelemente hier außer Kraft gesetzt und wir haben dann alles hier drauf. Und wir können ja noch mal hier weitergehen. Den Studio Grand hatten wir schon mal. Es gibt da noch, Honky Tonk. Das kann dann aber ganz zum Schluss kommen. Gut, das ist aber das einzige Upright. Dann bin ich gespannt. Ja, also kann man gelten lassen dafür. Also ich wundere mich auch hier wieder, wie du das so aus dem Hut ziehst. Dass du die alle so anspielst, so parat hast, finde ich unglaublich. Ich hätte jetzt gerne eigentlich so ein
naja, so ein Upright gehört, das nicht so auf detuned getrimmt ist. Ne? Also ich verstehe es halt auch nicht, weil es ist eher so gimmickartig wirkt es so, aber eigentlich ist ein Upright ja ein ernstzunehmendes Klavier, ne? Ja. Und ne, also eigentlich auch ein Sound, den man vielleicht auch gern hätte, also ein bisschen intimeres, nicht so ein Riesenflügel, ne? Und, Ja, genau. leider ist dann hier quasi, das sind die Sounds, diese Da ist 4 dann, Stück, ja. Ja, genau. Aber okay, das sind gute Sounds. Aber lass uns mal bei den anderen Sounds gucken. Wir sind ja jetzt in dem Piano Room und wir bewegen uns jetzt mal zu der Abteilung Voice und dann gucken wir doch mal da, ob wir dort ein Okay, Upright da gibt es finden. noch mehr Klaviere. Aber es ist auch nur das Honky Tonk dabei, ne? Ist nur das Honky Tonk dabei. Es gibt dann Warm Grand, Pop Grand. Gut, man kann ja mal so ein Pop Grand mal probieren. So. Okay. Also Jazz Grand, das ist doch deine Abteilung. Alles überzeugend. Die Klaviere sind einfach super bei Yamaha. Ich glaube, das ist so eigentlich der Grund, warum man das Instrument für sich, sich dafür interessiert. Und die sind alle toll, die sind alle minimal unterschiedlich, aber man merkt schon, so ein Pop Grand kommt dann vielleicht hat ein bisschen mehr Attack. Ne? So ein Jazz Grand ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen intimer vom Sound, so vielleicht in so einem kleinen Jazzclub. Und also da gibt es wirklich, das ist top. Ja, ja. Ich meine, diese Varianten sind ja dann Ableger von dem CFX oder dem Bösendorfer. Genau. Und also diese beiden Sounds sind, finde ich, großartig. Ja. Schauen wir noch mal hier bei Electric Piano, was haben wir denn da? Das kennt man eigentlich alles auch schon vom Vorgänger. Das würde ich jetzt gerne mit Phaser hören. Gibt's das auch? Ja, also Ja, also mein Eindruck ist, dass jetzt dieser Effekt dich auch schon mal inspiriert hat, da weiterzumachen. Ne? Ja, Also, auf jeden Fall. Also es macht total Spaß zu spielen. Die E-Pianos sind natürlich auch super. Und also ich glaube, da ist so in diesen 44 Klängen standardmäßig eigentlich für jeden so ein bisschen was dabei. Und mit der App macht es natürlich Spaß, da ganz schnell mal einfach ein paar Sachen auszuprobieren und vielleicht auch ein bisschen was zu verändern am Sound. Ja. ja. Also Orgeln, Strings, sogar Nylon, Gitarre und Bass und Cymbal für Split-Sounds. Man kann auch layern. Also das kennen wir alles, das haben wir auch schon ausprobiert. Also ich finde, da hat man was Gutes noch verfeinert. Also die Riesenunterschiede, die kann man da jetzt nicht feststellen. Ich finde, das ist bei der Tastatur so, also wenn wir jetzt auf der Basis sind, das finde ich total gut gelungen. Die spielt sich gut und ich finde die beiden Klavierklänge richtig gut. Das spielt sich unheimlich gut damit. Ja. Und ich würde jetzt gerne noch einen Test machen, dass wir einfach mal den Unterschied hören, was hört der Kollege da und was kommt aus dem Line-Ausgang oder aus dem Kopfhörerausgang. Und das machen wir so, du spielst am besten was und dann blenden wir das über, sodass man vom Kunstkopf mal auf den Line-Ausgang hört. Und warte mal, dann nehmen wir doch gehen wir doch zurück in den Piano Room. Da muss man auf Fertig drücken. Hier geht's rüber. Piano Room. So, welchen möchtest du denn spielen? Ich würde den Bösendorfer mal probieren. Ja. Okay.
Yassin, das ist der Moment, wo ich immer sage, das perlt aber. Ja, ich hoffe, das war aufschlussreich für euch mit diesem Klangvergleich, also vom Kunstkopf auf den Kopfhörersound mit dem Bösendorfer. Ich fand das hier über die Lautsprecher schon wieder, also fand ich total klasse. Auf jeden Fall. Eine runde Sache. Ja, können wir eigentlich zum Fazit kommen, ne? Ja, eigentlich modernes Portable Piano, das man ja auch noch mit so einem passenden Stativ und einer Pedallyre haben möchte, haben kann. Und wenn man jetzt ein Home-Piano daraus machen möchte, das sieht dann auch noch richtig schick aus. Das kennen wir auch vom Vorgänger. Und ja, also für mich ist das nach wie vor eine runde Sache. Das spielt sich wirklich gut. Man ist mobil damit und ja. Man kann sagen, Update gelungen. Nicht nur für zu Hause, sondern auch für die Bühne. Eine tolle Empfehlung. Tolle Klavierklänge, tolle Tastatur, gute Konnektivität. Also ist eigentlich alles dabei.